Happy New Year! Hallo ihr Lieben, vor wenigen Tagen habe ich euch mein Video zu Raclette-Soßen vorgestellt und heute zeige ich euch mal, wie Raclette bei uns aussieht und welche Varianten so auf den Tisch kommen. Alles steht und fällt mit dem richtigen Raclette-Grill und deswegen zeige ich euch mal eine kleine Innovation. Ich habe mich bewusst für dieses Gerät entschieden, weil wir einen ziemlich langen Tisch haben und weil wir immer das Problem hatten, wenn der Raclette-Grill in der Mitte steht, dann kommen die Leute, die außen sitzen, nicht wirklich dran. Und dieses Gerät löst das Problem ganz einfach. In einer Packung findet ihr 2 Basisgeräte und die könnt ihr auf verschiedene Weisen miteinander verbinden und das zeige ich euch jetzt mal. Ein Basisgerät reicht in der Regel für 4 Personen aus oder auch 2 sehr hungrige Menschen vom Balkan wie uns. Das Kabel an der Unterseite einstecken, umdrehen, die Grillplatte drauflegen, die Pfännchen aus der Verpackung nehmen und reinigen und das Gerät steht bereit. Also wie gesagt, reicht für 2 bis 4 Personen auf jeden Fall aus. Oder wenn ihr doch ein paar Leute mehr seid, könnt ihr die 2 Teile miteinander verbinden und dann habt ihr wirklich Platz für 8 Personen. Wenn ihr so wie wir einen längeren Tisch habt, könnt ihr die Geräte auf diese Weise aufstellen und so hat wirklich jeder Zugang zum Raclette-Grill. Oder ihr stellt sie einfach in viereckiger Form auf und zwar mit diesem Verbindungsstück, das natürlich inklusive ist. Der Grill steht bereit und ist gereinigt und jetzt kümmere ich mich noch schnell um die Deko und danach geht's ran an die Pfännchen. Tipp Nummer 2 bezieht sich auf die Art und Weise, wie ihr die Zutaten serviert und da empfehle ich euch solche Teller mit Unterteilungen, weil ihr einfach verschiedene Zutaten in etwas kleinerer Menge auf einen Teller packen könnt und das ist um einiges praktischer, als wenn ihr dann 50 verschiedene Schälchen am Tisch stehen habt. Aus demselben Grund verwende ich auch diese Muffinformen und diese kleinen Zangen, die bekommt jeder Gast auf seinen Teller gelegt und kann damit das Fleisch wenden und kann sich die Zutaten auf den Teller legen. Ganz zu Beginn hat man die meiste Arbeit, weil man die verschiedenen Zutaten vorbereiten muss. Ich dünste zum Beispiel meinen Brokkoli, koche eine kleine Menge an Nudeln und Spätzle und schneide das Gemüse in kleine Stücke. Wenn ihr euch dazu entschieden habt, Pizza- oder Blätterteig zu verwenden, dann schneidet ihn am besten zusammen mit dem Backpapier in pfännchengerechte Stücke. Diese könnt ihr dann ohne Probleme auf einen Servierteller legen, so dass sie sich überlappen, ohne dass sie verkleben. Danach decke ich die Teigstücke ab und stelle sie kühl. In der Zwischenzeit bereite ich alle anderen Zutaten vor. Wie zum Beispiel Rauchfleisch vom Rind, geräucherten Lachs, hier habe ich Putensalami und Putenschinken und noch ein bisschen Thunfisch. Und was bei einem Raclette-Grill nicht fehlen darf, das ist Fleisch. Dieses schneide ich bewusst in relativ dünne Streifen, weil es so auf dem Grill einfach schneller durch ist. Und jetzt starten wir los mit der ersten Variante und zwar sind es Flammkuchenpfännchen. Dafür braucht ihr ein Stück Pizzateig oder Flammkuchenteig, verteilt darauf ein bisschen cremig geschlagenen Sauerrahm bzw. saure Sahne, belegt das Ganze mit Rauchfleisch, einige von euch werden wahrscheinlich Speck verwenden und noch ein bisschen Frühlingszwiebeln. Für die zweite Variante braucht ihr Nudeln, ein bisschen Tomatensauce, Salami oder Schinken und natürlich Käse. Ein Klassiker, den bei uns alle lieben, ist Thunfischpizza. Dafür braucht ihr natürlich Pizzateig, ein bisschen Tomatensauce, Thunfisch, Frühlingszwiebeln und Mozzarella. Die nächste Variante ist vegetarisch und beinhaltet gekochte Kartoffelwürfel, Champignons und Raclette-Käse. Die nächste Veggie-Variante beinhaltet Nudeln, Feta-Käse, Oliven und Tomaten, also eine griechische Note. Für die Fischvariante verwenden wir wieder gekochte Kartoffeln, etwas geräucherten Lachs und Raclette-Käse. Oder ihr bereitet einfach Käsespätzle vor und dafür braucht ihr gekochte Spätzle, ein bisschen Raclette-Käse und Röstzwiebeln. Das war's auch schon. Für die nächste Variante braucht ihr Brot, etwas Cheddar-Käse, ich habe hier so eine Mischung und noch ein paar Röstzwiebeln. Und da drauf kommt dann später so ein kleines Stück Rindfleisch, welches gegrillt wird. Und dann kann es auch schon losgehen. Das sind so die einfachen, schnellen Varianten, die ich ganz gerne für uns zubereite, weil man damit nicht so viel Arbeit hat, aber es ist für jeden Geschmack was dabei. Und falls ihr nach den passenden Soßen sucht, dann findet ihr ein Rezept auf meinem Blog. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Etwas, das zu Fisch passt, zu Hühnchen, zu Gemüse und alles aus einem Grundrezept. Also schaut euch das Rezept auf jeden Fall an. Weil wir Besuch hatten, habe ich jetzt nicht jede Variante für euch abgedreht, wie das Ganze am Ende aussieht. Aber was ich euch sagen kann ist, es hat geschmeckt. Und zwar ziemlich gut.
Weil das mein letztes Video für 2022 ist, möchte ich mich bei euch allen nochmals von Herzen bedanken für eure Unterstützung und wünsche euch und euren Familien alles Liebe im neuen Jahr.